Ich habe mir jetzt aus den Aufnahmen zu Aion 3.0 die Schauspielerin und Sprecherin Demet Faye geschnappt. Demet, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Du hast jetzt zum Beispiel bei Aion die Ganon gesprochen, ziemlich wichtigen Charakter. Sprechen ist ja eine Kunst, die maßgeblich hinter verschlossenen Türen vor sich geht. Was muss man denn eigentlich als Grundlage haben, um so einen Job machen zu können? Also die meisten von uns sind eigentlich Schauspieler. Also man muss schon, glaube ich, spielen können, um die Charaktere darstellen zu können. Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwie da reinrutschen und einfach ein super Talent sind. Aber die meisten ja, haben eine Schauspielausbildung. Und im Vergleich zu Filmsynchron, was du ja auch viel machst, was ist das Reizvolle an Computerspielen? Was ist da das Tolle, das zu synchronisieren? Also ich finde, Computerspiele sind, man kann sich mehr ausprobieren. Man muss zwar auch am Original dranbleiben, aber man kann es einfach noch ein bisschen verrückter machen als beim Synchron. Da wollen die Regisseure schon, dass man sehr am Original dranbleibt. Und technisch gesehen, der Aufnahmeprozess, unterscheidet der sich, wenn man das vergleicht? Ja, also beim Synchron hat man halt das Bild und man schaut auf das Bild, versucht es lippensynchron zu machen. Und beim Computerspiel muss man es eigentlich nur in einer gewissen Zeit schaffen, den ganzen Satz oder was auch immer zu sagen. Aber man hat das Bild nicht dazu, deswegen ist es fast ein bisschen einfacher, finde ich. Das heißt aber auch, die Vorbereitung zum Beispiel, sich in so eine Rolle reinzudenken, ist schon unterschiedlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, im nächsten Film spreche ich Julia Roberts, dann kann ich mir ja wahrscheinlich Sachen anschauen. Im Computerspiel erfundene Figuren ist ja wahrscheinlich was anderes. Stimmt, ja, jetzt wo du das sagst. Ja, aber oft ist es ja so, dass man auch beim Synchron die Filme nicht kennt oder auch die Schauspieler nicht kennt. Deswegen ist das dann, man sieht natürlich das Gesicht, man sieht die Mimik des Schauspielers, deswegen kann man sich da mehr einleben. Aber beim Computerspiel sind die ja eben, weil es erfundene Charaktere sind, ist es einfach einfacher. Wie lange machst du das jetzt schon, Synchronsprechen? Synchronsprechen seit 2005, also seit 7 Jahren, seit meiner Schauspielausbildung. Und Computerspiele seit 3 oder 4 Jahren. Und war das einfach etwas, was ganz natürlich dann, nachdem du deine Schauspielausbildung abgeschlossen hast, als Jobmöglichkeit in deinem Kopf drin war, oder kam das durch einen Zufall? Es kam eigentlich durch einen Zufall. Also eigentlich habe ich selbst überhaupt nicht daran gedacht. Und dann hatten wir am Ende der Schauspielschule ein Synchronseminar. Und der Regisseur, der damals da war, der hat mich dann da mit reingeholt ins Synchrongeschäft quasi. Darüber ging das dann los. Und heute ist das praktisch etwas, worauf du dich fokussierst, oder läuft das neben der Schauspielerei? Weder noch eigentlich. Also ich mache beides, versuche beides gleich viel zu machen. Ja. Wenn du an den ersten Tag zurückdenkst, an die erste Buchung, wie du ins Studio gekommen bist, weißt du noch, was für ein Film das war und wie das Gefühl war? Ja, es war eine Serie und ich war super aufgeregt. Ich war auch viel zu früh da. Ich war so früh da, dass ich mich nicht getraut habe, dann schon reinzugehen. Und habe dann mich auf eine Schaukel gesetzt und habe, glaube ich, eine halbe Stunde lang geschaukelt und versucht, nicht zu hyperventilieren. Ja. Das ist ja etwas, was man, wenn man aufgeregt ist, sehr schnell in der Stimme merkt. Ne? Ja, genau. So ein Zittern in der Stimme. Und das ist etwas, hast du dich da über die Zeit einfach dran gewöhnt, weil es zum Daily Business geworden ist? Oder ist es ab und zu schon noch ein Gefühl der Aufgeregtheit? Nee, also ich merke immer mehr, dass ich immer sicherer werde und ich stehe einfach so gerne vor dem Mikrofon, dass, aufgeregt bin ich eigentlich gar nicht mehr. Die Stimme habe ich auch relativ gut unter Kontrolle. Nee. Hattest du schon mal die Situation, dass du für eine Rolle, ob Computerspiel oder Film, in eine bestimmte Situation eintauchen musstest, dass der Regisseur dir praktisch die Situation irgendwie beschreiben musste, um dich da stärker hineinzuversetzen? Kannst du dich da an was Exemplarisches erinnern? Nee, so. Also das machen sie oft und das finde ich auch sehr hilfreich, wenn mir das ein bisschen beschrieben wird, erklärt wird, worum es eigentlich geht. Aber mir ist mal was anderes passiert, das kann ich kurz erzählen. Da haben wir Menge Masse gemacht, synchron. Und es war Cosmo und Wanda, also es ging um viele Elfen. Und wir waren irgendwie 3 Frauen und ich habe immer die Bratzen bekommen. Also ich musste immer so sprechen ungefähr. Und irgendwann habe ich halt gesagt, ich kann auch lieblich sprechen. Ich hätte schon gern auch mal eine Elfe.
Und der allerletzte Take, da stand halt Elfe und dann haben sie gesagt, ja Demet, dann mach du die Elfe. Und es war dann so, ich habe mich gefreut, dachte, das ist jetzt was Süßes. Und dann war der Take irgendwie so, jemand kam und meinte, du hast ja eine süße Elfe. Und die Elfe hat gesagt, wenn du mich noch einmal anfasst, dann bla bla bla. Und es war wieder nur eine Bratze. Aber ja, das war das, woran ich immer wieder denke. Und seitdem kriege ich immer nur die Truckerfahrerin oder was auch immer. Aber das hat sich doch mittlerweile eingepegelt. Wenn man Ganon in Aion anguckt zumindest, das ist ja auch eine sehr hübsche Frau. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Vielen Dank. Gerne.